Hallo Leute! Mal wieder ein Wäsche-Livestream und diesmal von draußen. Das Wetter ist besser, man kann jetzt Wäsche draußen trocknen und mein Mann hat eine tolle Wäschespinne aufgebaut. Also kann ich jetzt hier draußen Wäsche machen. Hier draußen ist es nicht so ganz ruhig, weil hier kommen öfters mal Kinder vorbei. Also mal gucken, ob ich da was in Ruhe hinkriege jetzt hier. Ja, ich habe mir die ganzen letzten Wochen mehr oder weniger Gedanken gemacht, worüber ich denn was erzählen kann. Das, was alle Leute beschäftigt, ist ja die aktuelle Lage. Ne? Aber man darf ja nicht alles sagen. Inzwischen werden Videos auf YouTube gelöscht, die nicht den WHO-Richtlinien entsprechen. Man darf das C-Wort wohl auch nicht erwähnen. Jedenfalls habe ich schon mehrere YouTuber gehört, die dann eben nur noch C-Punkt sagen. Also man kann sich fragen, in was für eine Richtung das geht, beziehungsweise es ist eigentlich offensichtlich. Ja, aber es gibt ja die offiziell erlaubte Meinung und die hat man zu glauben. Und alles andere sind die üblichen Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale, Linksradikale. Krude Theorien haben die natürlich alle. Jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrend oder Halbwahrheiten und ja, sowas liest man dann in den offiziellen Medien und man hat gefälligst, sich davon fernzuhalten. Sonst ist man nicht ganz dicht. Spinner, hat auch irgendjemand beim ARD-ZDF gesagt, ne? Spinner. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt mein Hirn einschalte und mal drüber nachdenke, dann kann ich eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass ich dazugehöre. Dass ich auch ein Spinner bin. Also man hat die Wahl, entweder Hirn ausschalten und einfach nur brav das glauben und wiedergeben, was die Staatsmedien verbreiten, oder man ist ein Spinner, ein Verschwörungstheoretiker und sowieso ein bisschen und wird natürlich gelöscht. Ja, also dann bin ich halt offiziell ein Spinner, weil ich kann nicht glauben, dass 1 + 1 3 ist. Und natürlich Leute, die man in Angst und Panik versetzt, die glauben alles. Aber da ich nicht in Angst und Panik zu versetzen bin, kann ich mir Zahlen angucken. Offizielle Zahlen. Ich kann Statistiken lesen. Und ich kann das lesen, was Experten, Ärzte, Wissenschaftler da sehen. Und 1 + 1 ist eben 2 und nicht 3. Es ist halt einfach so. Und wenn ich dafür als Spinner bezeichnet werde und als Verschwörungstheoretiker, als rechts, links oder was für ein Extremer, dann ist es halt so. Dann kann ich aber auch unsere Regierung nicht mehr ernst nehmen und auch nicht unsere Qualitätsmedien. Das geht einfach nicht, weil die sind nicht so blöd. Und wenn die nicht so blöd sind und verstehen, was sie da machen, dass sie lügen, dann muss es doch dafür einen Grund geben. Warum machen die das? Warum haben die Angst vor Diskussion, vor anderen Meinungen? Und die haben offensichtlich nur Angst, ihre Macht zu verlieren. Und Angst, dass rauskommt, dass es alles eine Lüge war. Warum? Und wenn man dann weiter guckt und recherchiert, guckt man zu Bill Gates und der WHO und den ganzen Verschwörungstheorien, die ich nicht glauben kann, dass es Verschwörungstheorien sind im Sinne von nicht wahr, weil wenn man nämlich wirklich recherchiert, kommt man da drauf, sondern nur Verschwörungstheorien im Sinne von diffamieren und dass bloß keiner sich damit beschäftigt. Ja, und da macht man sich schon Sorgen, wo wir da jetzt hier gelandet sind, in was für einem Staat und das innerhalb von Wochen, obwohl sich das schon vorher angebahnt hat. Also ich habe das schon gemerkt, auch mit dieser Masernimpfpflicht. Und da waren so viele Sachen, die so schon so ziemlich totalitär waren. Aber wie sich das so hochgeschraubt hat in den letzten Wochen mit dieser C-Krise, das ist schon einmalig und historisch. Also wir erleben historische Zeiten, da bin ich immer noch von überzeugt. Und ich glaube, dass es zu was Gutem führt. Ich sehe das wie die Geburtswehen. Wenn was Neues kommen soll,
Wenn ein Baby geboren wird, ein neues Leben, dann gibt es auch Geburtswehen und die sind nicht immer angenehm, sondern das ist intensiv und das ist auch schmerzhaft und man ist froh, wenn es vorbei ist, aber es bringt was Gutes und was Neues kommt und das sehe ich auch jetzt in der aktuellen Situation. Also ich bin so, da ein bisschen so zwiegespalten. Also ich sehe so den Schmerz überall. So, wenn Kinder mit Gesichtsmaske in die Schule gehen müssen und sich nicht näher als 1,50 Meter kommen dürfen. Wenn Schwangere im Krankenhaus gebären müssen mit Gesichtsmaske und da Panikattacken kriegen, weil sie keine Luft kriegen. Oder Leute ihre Arbeit verlieren, Leute ihre ganze Existenz verlieren und in Ländern, die ärmer sind, verhungern. Nur weil künstlich eine Pandemie erzeugt wurde, die keine ist. Dann tut das mir echt weh. Also dann... Also dann ist es nichts Gutes. Also das ist an sich nichts Gutes. Aber ja, ich weiß trotzdem, dass es zu was Gutem führt und führen muss, weil dieses System kann sich nur noch halten über Zensur und über Lügen. Und so ein System bleibt nicht ewig. Das ist einfach so. Und es gehen schon Tausende von Leuten auf die Straße. Und sobald das alles rauskommt, wie sie gelogen haben und sich die Zahlen zurechtgelegt haben, alle paar Tage neue Richtwerte und wonach, also das wird wie einfach so mal, oh, ach, Masken helfen überhaupt nicht. Masken zu tragen ist Quatsch. 2 Wochen später, Masken müssen sein. Pflicht. Also, weißt du, das sind ja nicht irgendwelche dahergelaufenen Landstreicher, sondern das sind Wissenschaftler, Politiker, die haben studiert. Also, bisschen mehr Intelligenz haben die. Da muss also was anderes sein. Aber die Leute so zu verarschen, das ist einfach nur bösartig. Und sowas kann sich nicht halten. Das wird den Volkszorn auf sich ziehen. Und ich weiß nicht, warum die sich da so, also die müssen schon ganz schön in Not sein, dass es so weit kommen lassen. Also da wird noch nicht mal versucht, da so ein schönes Deckmäntelchen drüber zu ziehen. Und wenn die Leute merken, dass es gar keine Gefahr gibt von dieser C-Panik, und sie sehen, dass ihre ganze Wirtschaft, ihre ganze Lebensgrundlage ruiniert wurde. Ja, was wird denn kommen? Natürlich werden die Leute mächtig Möse werden, oder? Also, ja, aber daran sieht man, dass das mehr läuft als nur das, was offizielle Meinung ist. Und deswegen ist es mir auch jetzt völlig wurscht, in welche Schublade ich dann gesteckt werde. Ich habe ja schon mal so ein Video drüber gemacht, ne? Da hatte das mit der Panik noch gar nicht angefangen. Aber da habe ich das war schon so, dieses lag schon so in der Luft, dieses Spalten und Schubladen und die offizielle gute Meinung und alle anderen sind ein bisschen irre. Und ja, jetzt ist es gerade auf die Spitze getrieben. Also fühlt sich an wie Übergangswehen bei der Geburt, muss ich sagen. Es trillen doch die Presswehen und dann ist das Kind da. Ja, ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, dass es keinen Geburtsstillstand gibt, sondern dass wir bald wieder... Ja, und dann ist natürlich die Frage, was Neues wird kommen und was Neues wollen wir haben, ne? Es ist immer leicht, gegen irgendwas zu sein. Es ist immer leicht zu sagen, ja, wir wollen dies nicht, wir wollen das nicht. Aber was wollen wir eigentlich? Funktioniert das mit den Parteien überhaupt? Also gibt es vielleicht eine andere Art von Demokratie oder wie wollen wir regiert werden? Wie soll unser Land aufgestellt werden? Weil Parteien, ist ja, also das sieht man ja, was dabei rauskommt mit den ganzen Parteien, ne? Also ich denke zurzeit, dass es vielleicht gut wäre, wenn jeder für sich steht, wenn jeder für seine Meinung steht und wenn man eine Demokratie hat, die ziemlich direkt ist. Aber ob die Leute dazu in der Lage sind schon, das ist natürlich die andere Frage, weil Deutschland war ja, also niemand von uns hat Deutschland je frei erlebt. Wir haben kein freies Denken erlebt. Wir sind dazu erzogen, bestimmte Sachen zu glauben und die Hasse zu glauben und das war's. In Schule kriegst du gute Noten, wenn du genau das wiedergibst, was dir gesagt wird. Was die Realität ist und was stimmt. Dann kriegst du gute Noten, dann bist du ein braver Bürger. Aber das selber denken und das selber hinterfragen, das ist was wir alle nicht in der Schule beigebracht gekriegt haben. Und entsprechend sind die Leute auch in dem System erzogen, zu braven Systemlingen.
Und wenn man dann nicht auf die Idee kommt, mal was zu hinterfragen, weil man wirklich komisch findet, wie 1 und 1 3 sein kann. Also wenn man aus dieser Panik rauskommt, weil Panik macht, dass man kopflos wird, dann glaubt man alles. Aber wenn man mal aus der Panik rauskommt und feststellt, dass 1 plus 1, das ist ja nicht 3. Das haut ganz was in den Grundlagen, haut da nicht hin. Und da muss ich mal selber gucken. Und dieses sich selbst zu erlauben, auch eine eigene Meinung zu haben, das erfordert schon ganz schön viel Mut. Und meine zur Aufklärungszeiten, da sagt man ja Aufklärungszeiten, das ist ja schon ewig her, über das Stadium sind wir drüber raus, aber wir sind genau da. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das erfordert Mut, weil wenn du das nämlich machst, dann wirst du diffamiert. Wenn du nicht die offizielle Meinung glaubst, einfach so, ohne irgendwie dir Gedanken zu machen, dann wirst du diffamiert und kommst in Schubladen. Und dann gucken andere dich so an, so, der ist rechts, der ist Abschaum. Dann gehörst du gar nicht dazu, da bist du kein richtiger Mensch in ihrer Lesart. Ne? Die da demonstrieren, das sind ja keine normalen Bürger, ne? Das sind Spinner, Verschwörungstheoretiker. Also es sind keine richtigen Menschen. Auch wenn das wird zwar nicht so genau so gesagt, aber die Wortwahl ist genau, also lässt genau das rausschließen. Und wer will denn schon so jemand sein? Ne? Wer will schon diffamiert werden als irgendjemand? Und da wird es halt echt Zeit, dass wir uns nicht mehr von den Autoritäten von oben sagen lassen, wer wir sind und wer wir nicht sind, nur weil wir bestimmte Meinung haben. Das geht einfach überhaupt nicht. Und deswegen denke ich auch, dass das so am Ende ist. Das funktioniert so nicht. Und ich denke, die da oben, die wissen ganz genau, was sie machen. So blöd sind die nicht. Aber ich glaube, dass die auch ganz schön Schiss haben, wenn das alles rauskommt. Ja, und was danach kommt, aber das ist ja unser Land, ne? Das sind wir, die Bürger. Und die paar Hanseln, die da Politik machen, die sind gegenüber von uns so wenige. Und selbst wenn wir auch die Polizei dazu rechnen, wir sind viel mehr Bürger. Also ist die Macht beim Volk. Wir müssen sie nur an uns nehmen und uns nicht für blöd verkaufen lassen und weiter so diese Schlafmelodie. Ach ja, wir passen auf euch auf. Und alle, die brav machen, was wir sagen, die sind gute Menschen und Bürger. Verscheißern tun sie uns. Und aber bevor wir das nicht geschnallt haben, aber es gibt immer mehr Leute, die aufstehen. Und gerade im Osten, ich bin stolz auf mein Volk, auf mein Ostvolk, ich komme ja aus dem Osten. Wir lassen uns weniger scheißern, weil wir haben die DDR mitgekriegt. Und da lief das nämlich ganz genauso. Ganz, ganz, ganz genauso. Propagandamedien, die einem was erzählen wollten, von wegen, ja, die da demonstrieren, das sind ja nur vom Westen eingeschleuste und sowas. Ne? Ja. Naja, aber ich denke, dass es insgesamt in eine gute Richtung geht. Aber die Geburtswehen finde ich schon ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Ja. Ich habe ja keine Kommentare, aber ihr könnt mir ja gerne eure Sicht der Dinge dazu auf Instagram oder Facebook oder so zukommen lassen. Ja, und ich hoffe, dass wir bald eine freiere Welt erleben dürfen. Das ist mein Traum. Eine wirklich freie Welt, wo jeder jeden respektiert und eine Meinung neben der anderen stehen darf. Und dann gibt es auch Frieden. Und nicht dieses Diktatur, die sagen da oben, was zu tun und zu denken ist und die anderen machen es brav. Sondern jeder hat seine Nische und wird gehört. Aber mal gucken, wie lange das bis dahin noch dauert. Ja, das waren meine Gedanken dazu. Bis dann. Tschüss.